In Teil 18 wollen wir uns mit dem analytischen System des Überbaus befassen und auch die Kopplungen zwischen dem Überbau und den Unterbauten definieren. Wir suchen uns auf dem Canvas ein geeignetes Plätzchen und holen uns wieder eine Überschrift, Ctrl+C, Ctrl+V. Und ich will das mal hier oben platzieren und umbenennen. Das soll also das analytische System des Überbaus werden. Gut, wir haben ja eine Achse. Hier unten sieht man sie nochmal in der Draufsicht. Und aus der Achse wollen wir jetzt Strukturlinien machen. Das heißt, wir haben ja hier letzten Endes einen Zweifeldträger. Wir brauchen also eine Kurve von hier, dem ersten Auflager, bis zur Stütze. Und die zweite Kurve ist dann das zweite Feld von der Stütze bis zum zweiten Widerlager. Wie bekomme ich aus einer Achse eine Kurve? Dafür gibt es hier bei der Sophistic Interpolate Curve, hier ist das, hier ist die Komponente, setze ich da ab und hinein geht natürlich die Achsendefinition. Also suchen wir uns die Achsendefinition, das war ja hier. Und dann will ich hier wieder ein Relay draus machen. Das geht also zum analytisches System Überbau. Gut, damit haben wir also diese Komponente und was machen wir damit? Wir geben die Achse hinein und heraus kommen Kurven. Schauen wir uns das an. Genau, sehen wir also zwei Kurven, die hier ankommen. Daraus wollen wir jetzt Strukturlinien machen, also wieder auf Sophistic, Structure, Structure Line. Und wir geben genau diese Kurven dort hinein. Jetzt wollen wir den Kurven natürlich noch Nummern oder Bezeichnungen mitgeben. Und ich möchte, dass das erste Feld 100 heißt und das zweite Feld, also die erste Strukturlinie 100 und die zweite Strukturlinie soll 101 heißen. Multiline Data muss ich draus machen. Added Nodes 101. So, das sollen also meine Nummern sein für die beiden Strukturlinien. Dann brauchen wir eine Gruppe. Das soll auch die Überbaugruppe sein. Das war ja die 20. Der Querschnitt, hier sehen wir ihn. Gehen wir mal zurück. Der Querschnitt war die Nummer 101. Also 101, das ist die Section-Nummer. Dann Elementtyp, ja, was soll die Strukturlinie für ein Elementtyp haben? Wenn ich den Mauszeiger hier draufstehen lasse, sieht man das. Es gibt also zentrische, exzentrische Balken, Stützen und so weiter. Wir wollen einen exzentrischen Balken haben. Also schreibe ich hier rein Eccentric Beam.
Eccentric Beam, genau. Und das ist der Elementtyp. Okay, schauen wir, was wir bekommen. Ja, sieht zunächst mal gut aus. Allerdings sehen wir hier, er hat nur die Nummer 100 beiden Linien zugeordnet. Das wollen wir nicht. Das soll der 100 und 101 sein. Und das liegt wohl daran, dass ich hier eine Liste eingegeben habe und keinen Tree. Ähm, Kurzer Hintergrund, wir hatten das uns schon mal bei dem Flatten hier angeschaut, im letzten Video, wie man aus einem Tree eine Liste macht. Wir müssen jetzt genau das Gegenteil tun. Aus einer Liste wollen wir einen Tree machen. Also hier als Beispiel eine Liste mit 5 Items und durch den Befehl Graphed mache ich dann aus jedem oder bekommt jedes Item seinen eigenen Ast und ist dann anzusprechen mit 0, Semikolon 0, 0, Semikolon 1 und so weiter. Also wir machen uns eine Liste, einen Tree mit in dem Beispiel hier 5 Ästen. Graphed ist der Befehl. Also hier bei Number schauen wir mal an, ob das funktioniert. Also hier steht 100 und 100. Und wenn ich jetzt hier rechte Maustaste Graphed sage, genau, ja, wird das hier, diese Liste, in ein Tree umgewandelt und dann kommt da hinten auch das Richtige raus, nämlich, wie man sehen, ein Tree mit 2 Ästen und jeweils einer Strukturlinie. Ja, hier unten sehen wir auch schon in blau hervorgehoben die Strukturlinie. Dort, wenn ich sie anklicke, wird sie grün. Das sieht sehr gut aus. Und nun wollen wir den Überbau mit den Unterbauten ja irgendwie verknüpfen. Wir wollen Kopplungen erstellen. Und wir haben ja nun hier einen exzentrischen Balken und der Balken liegt dort oben, das System des Balkens liegt dort oben und hier unten haben wir aber ja die Auflager. Dann bleiben wir mal zunächst bei den Widerlagern. Da haben wir ja dann rechts und links ein Auflager, ein Elastomerlager. Das heißt, wir wollen hier oder wir müssen hier eine starre Kopplung erzeugen von dort oben zu dem einen Auflagerpunkt und zu dem anderen Auflagerpunkt. Und wenn Sie sich erinnern, hatten wir dafür extra ja auch Punkte definiert oder erstellt. Wenn ich hier nochmal Section aufrufe, sehen wir das. Und wenn ich nochmal ein bisschen ranzoome, tauchen hier die Punkte nochmal auf. Also 0, 110 ist der rechte Auflagerpunkt und 0, 109 ist der linke Auflagerpunkt. In der Stütze, in der Mitte, müssen wir uns noch was Neues überlegen, weil da ist ja nicht rechts und links der Auflagerpunkt, sondern die Stütze steht genau in der Mitte. Bleiben wir zunächst mal bei den Widerlagern. Also die Punkte hier müssen wir uns merken. Das bedeutet, wir müssen diesen Querschnitt, diese Section abfragen und dafür gibt es wieder ein Evaluate. Muss gerade schauen, wo finden wir das? Hier, Evaluate Section. Das ist die Komponente, die wir jetzt brauchen. So, auch hier geht die Achsendefinition wieder rein. Einmal darüber. Achsendefinition. Doppelklick. Ja, oder ich mache so. So. Ja. Ist ja das gleiche Ziel, analytisches System. Also, die Achse geht rein und von der Achse wollen wir jetzt einen Querschnitt abfragen, weil wir müssen ja jetzt genau die Koordinaten
bekommen. Das ist hier vorne noch relativ trivial, weil wir uns auf der Geraden befinden, aber wir kommen ja hier in die Klotoide bei der Stütze und hinten sind wir schon im Bogen, in der Kurve. Das heißt, die Koordinaten x und y sind irgendwelche Kommazahlen. Ähm, ja, und die erraten kann ich nicht. Deswegen können wir sie aber hier abfragen. Machen wir mal ein Panel und schauen uns die Punkte an, die wir jetzt hier bekommen. Ja, da kann man es also gut sehen. Die ersten zwei Punkte, also links und rechts, die Auflagerpunkte, ähm, sind noch einfach. In der Mitte, oder im Moment haben wir gar nicht rechts und links, sondern wir haben erstmal nur hier den mittleren Punkt dort oben, den haben wir dort gerade. Und auf jeden Fall sehen wir hier, dass dadurch, dass wir in die Klotoide und in den Bogen gehen, wir hier Kommazahlen bekommen. Gut, die Punkte, diese zwei hier unten, die müssen wir jetzt natürlich auch noch abfragen. Also ist die Koordinate da oben und jetzt brauchen wir die Koordinaten hier unten. Also nehme ich den nochmal und hier will ich dann eben die Punkte eintragen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie sie hießen. Das war, gucken wir nochmal, hier 0109 und 0110. 0109 und 0110. 0109 und 0110. So, als Liste, das sind die Punkte, die wir wissen wollen. Okay, und jetzt wollen wir ja die Kopplung erstellen, genau zwischen dem Punkt hier oben und hier unten den beiden Punkten. Also holen wir uns die entsprechende Komponente. Die finden wir hier bei der Sophistic Structure und da ist Coupling. Also von wo soll die Kopplung erstellt werden? Von oben, von dem oberen Punkt zu den beiden unteren Punkten. Und dann müssen wir dem Ganzen oder können dem Ganzen eine Gruppe zuweisen. Hier bleibe ich wieder bei der Gruppe des Überbaus, also die Gruppe 20. Und es soll eine starre Verbindung sein, also kann ich hier F eintragen. So, die sollten wir jetzt auch sehen. Ja, da kommen sie schon in Gelb hervorgehoben. Ich gehe mal hier auf Bildschirm füllend. Ja, hier kann man es erkennen. Wenn ich es anklicke, wird es grün. Also von da oben zu den unteren beiden Punkten haben wir jetzt diese Kopplung erstellt und zwar an allen drei Auflagern. Da und auch da hinten. Ja, kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Sind die drei starren Kopplungen. Und jetzt müssen wir hier, wir sehen ja die Auflagerbank, die haben wir ja 10 cm tiefer gesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt noch elastische Kopplungen einstellen für die Elastomerlager von jeweils diesem Punkt hier 109 und 110 herunter auf die Auflagerbank. Gut, ja, müssen wir also einfach diese Punkte, die wir hier schon haben, um 10 cm nach unten schieben. Also brauchen wir einen Move.
Hier bei Transform finden wir Move. Da kommt die Geometrie rein und jetzt 10 cm nach unten. Das wäre also 0,0, minus Punkt 1. Ja, und da sieht man auch, da sind die beiden Punkte hier in grün jetzt entstanden an der Oberkante der Auflagerbank. Gut, also müssen wir jetzt die elastische Kopplung erzeugen. Suchen wir uns hier die Komponente, elastische Kopplung. Und von dort nach unten, von dort nach unten. Das heißt, hier haben wir ja schon die Punkte von oben. Und hier ist B. Ja, und da sieht man es auch. So, mal gucken, ob ich das vielleicht besser hier irgendwie darstellen kann. Vielleicht von hier mal gucken. Ja, man kann es, glaube ich, erkennen. Also von dort nach dort und von dort nach dort, hier in blau hervorgehoben, haben wir jetzt die elastischen Kopplungen und zwar auch wieder an allen drei Stellen. Also vorne an der Stütze und da hinten. An der Stütze, wie gesagt, müssen wir uns noch was überlegen, weil die hängen jetzt in der Luft. Dann brauchen wir hier wieder die entsprechenden Bezeichnungen, also Gruppe 20 für den Überbau. Und weil es elastische Kopplungen sind, müssen wir jetzt natürlich noch Steifigkeitswerte eingeben. Ich mache mal eine axiale Steifigkeit von 1 e hoch 7 und für Rotation und Transversal etwas kleiner machen wir 1 e hoch 5. Ja, sehr schön. 1 e hoch 5, Rotation und Transversal. Okay, jetzt brauchen wir nur noch das Problemchen an der Stütze zu lösen. Hier kann man es gut erkennen. Wir haben also unsere starre Kopplung und haben jetzt hier die elastische Kopplungen eingeführt, aber die Stütze selber ist ja nur eine Strukturlinie, die jetzt in der Mitte hier steht. Wir müssen also eine Verbindung schaffen, noch eine starre Verbindung von diesen beiden äußeren Punkten zum mittleren Punkt der Oberkante der Stütze. Ja, dafür müssen wir uns noch mal einen kurzen Überblick verschaffen, was wir hier haben. Also die verschobenen Punkte sehen wir hier. Wir sehen die Koordinaten dieser verschobenen Punkte und zwar für alle drei Auflager. Und uns interessiert ja nun hier das mittlere Auflager, was ja auf der Achse bei 80 Meter steht und die Koordinaten dieser Punkte rechts und links sind natürlich nicht 80, sondern ja, wie man hier sieht, irgendwas dazwischen. Und genau diesen Ast hier aus dem Tree, diesen Ast 01, wollen wir haben. Dafür holen wir uns also den Tree Branch, den Ast von dem Baum. Wo gibt es den hier? Tree Branch. Den wollen wir uns holen. Also von hier holen wir uns, hoppla, da sollte nicht hingehen, hier sollte hingehen. Also den holen wir rein und der Pfad, also der Ast, ist ja hier diese 0,1. Also machen wir hier 0 Semikolon 1 hin und das Ganze soll ein Multidata sein. Also das ist unser Ast. Was kommt also jetzt da raus? Gar nichts. Das heißt, wir haben irgendwas falsch gemacht. Dann lesen wir mal, was hier steht. Data Conversion failed from
text to pass. Okay, also bei pass ist der Fehler. Okay, wir haben hier keine geschweiften Klammern geschrieben. Das sollten wir mal machen. Geschweifte Klammern. Jo, das sieht doch schon viel besser aus. Wir sehen also, wir haben uns genau diesen Ast hier rausgesucht. Das sind also genau diese beiden Punkte. Das kann ich wieder löschen, haben wir mehr Platz. Und jetzt will ich zwischen diesen beiden Punkten eine Linie ziehen, davon den Mittelpunkt nehmen, weil das ist ja dann genau hier die Stützenoberkante. Also wir machen eine Polylinie. Polylinie ist bei Curve, Spline, Polyline. Also ich verbinde die beiden, das sieht man auch schon. Da ist die Linie. Und davon wollen wir jetzt den Mittelpunkt haben. Curve hier, das ist da, Curve Middle. Die Mitte davon, ja, sieht man auch schon. Da ist der Mittelpunkt. Und zwischen den Punkten soll ja jetzt wieder eine Kopplung erstellt werden, eine starre Kopplung. Also Kopplung, Komponente rein geht. Als erstes natürlich gehen unsere zwei Punkte und dann gekoppelt soll werden mit dem Mittelpunkt. Ja, erkennt man auch sofort, da passiert was. Und auch da machen wir hier diese zwei Ergänzungen, sprich Gruppe 20 und starre Kopplung. So, das passt. Gucken, ob ich da irgendwie noch besser zoomen kann. Naja, gut. Man kann es erkennen. Also, hier ist unsere starre Kopplung. Ich klicke drauf in grün, können Sie es sehen. Von hier zur Mitte und von außen ebenfalls zur Mitte. Damit haben wir hier unser starres Kopplungsdreieck, was also hier, wenn sich der Überbau bewegt, quasi um die Stütze hier schwenkt. Super, das ist alles. Wir wollen diese 1, 2, 3, 4 ähm, Ergebnisse, also die Kopplungen und die Strukturlinie zusammenfassen, um sie dann bei Sophistic in die Vernetzung zu geben, in das Sophie Mesh. Und dafür speichern wir das alles in einem Data-Container. Data, da ist er. Und ja, stecken wir einfach alles rein und dann können wir das in einem Rutsch hoppla, mit Shift natürlich. Ich mache es nochmal rückgängig von der Reihenfolge. Also Shift, Shift, Shift. Das ist unser Ergebnis, unser Container, den wir dann gleich weiter bearbeiten können. Das ist schon unser analytisches System mit den Kopplungen, wollen wir wieder gruppieren und sind fertig. Wunderbar, bis zum nächsten Video.